Schau dir mal die zwei Dinger hier an. Auf der einen Seite das Foto. Hier sieht man meine allererste App, Rum Tasting Notes, ungefähr 2019. Damals noch knallorange, unübersichtlich, nicht mehr wie 300 Rums in der Datenbank, also wirklich die ganz rohen Anfänge. Und hier daneben einen Rum, der wurde vor ein paar Monaten als beste Single Cask des Jahres gekürt. Und das Besondere, nicht von irgendeiner elitären Expertenjury, sondern von Rumliebhabern wie du und ich. Hi, ich bin Olli. Zwischen dem Foto und der Flasche liegen ganze 8 Jahre und 3 Momente, in denen die Geschichte fast zu Ende gewesen wäre. Die 3, die zeige ich dir heute und die sind ziemlich gut dokumentiert, nämlich wo im Source Code, quasi im Codearchiv, Eintrag für Eintrag, und da wollen wir heute mal gemeinsam reinschauen. Aber erstmal von vorne, wie kam es denn überhaupt zu dem Foto hier? 2018 habe ich Wirtschaftsinformatik studiert und für eine Prüfung musste ich eine eigene kleine App bauen. Zu der Zeit kam auch immer mehr meine Leidenschaft für Rum auf, habe ich euch im letzten Video ja erzählt, quasi vom süßen Einstieg vom Portugal, dann relativ zügig über High Ester, Hampton, immer tiefer ins Rabbit Hole. Und die Sammlung habe ich damals noch eine Excel-Tabelle und Notizen verwaltet. Und deswegen habe ich mir gedacht, für die Prüfungsleistung wäre das ja eigentlich ein Perfect Match. Rumleidenschaft und Pflicht zusammenführen. Und der Codename davon war damals noch Rum Tasting Notes. Also hier sieht man es. Das mit dem Codearchiv von eben, das meine ich also wörtlich beim Programmieren, schreibt man nämlich wie so eine Art Tagebuch als Entwickler. Jeder gespeicherte Arbeitsschritt wird quasi in einem eigenen Eintrag festgehalten mit Datum und Notiz. Und als Entwickler nennt man das Commit. Und mein allererster Commit, der war im April, 21. April 2018. Da gab es quasi noch gar nichts. Da war der erste Commit, das Gerüst für die Datenbank und die App bauen. Also quasi das leere Regal, bevor irgendwelche Flaschen überhaupt reingestellt werden können. Seit dem Tag sind fast 20.000 Commits dazugekommen. Peinliche Anfänge, Fehlschläge, aber eben auch genau diese 3 kritischen Momente, von denen ich euch gleich erzähle. Alles konserviert in diesem Codearchiv. Ende 2018 habe ich dann aus Spaß die erste Version in den iOS App Store geladen. Das war aufregend. Und da gab es dann nur ein paar hundert Rums in der Datenbank. Ich habe die alle mühsam zusammengesucht, quasi Bücher recherchiert, diverse Online-Shops besucht. Warum? Die Datenbank, die war schon immer so das Herzstück der App von Anfang an. Du probierst einen Rum, möchtest ihn festhalten, wie er geschmeckt hat, mit einer Bewertung, und dafür musst du ihn natürlich in der Datenbank finden. Und im ganzen ersten Jahr kamen sage und schreibe, ich meine, 364 Bewertungen zusammen. Von allen Nutzern damals. Das waren 46 Leute. Also crazy. Wer hat jetzt mal im Kopf? 364 Bewertungen, kommt später nochmal. Und dann ist was passiert, da habe ich selber nicht damit gerechnet. Ein Rummagazin hat plötzlich über die App geschrieben. So über mein kleines Uni-Projekt. Und auf einmal stand die Presse da. Und mit der Presse kamen dann immer mehr Nutzer in die App rein. Die waren auch direkt ehrlich. So, das erste Feedback war oft ganz okay, aber vor allem immer wieder, die Datenbank ist viel zu klein, viel zu mickrig. Stimmt rückblickend auch komplett. Und genau das Feedback hat dann so mein Ehrgeiz gepackt. Und das Design von damals, ich meine, schau es dir mal an. Alles orange, also sieht irgendwie aus wie so eine komplette holländische Fußballmannschaft. Ganz verrückt. Damit zum Moment Nummer 1. Und der kam ziemlich schleichend. Nach dem Studium habe ich nämlich als Vollzeit-Softwareentwickler gearbeitet. Und die App, die lief quasi so parallel nebenher. Abends, an den Wochenenden, immer wenn ich so Zeit gefunden habe.
Und Ende 2019 kam ständig so immer dieselbe Frage. Wann gibt es Rum Tasting Notes endlich auch für Android? Also habe ich angefangen, die App ein zweites Mal zu bauen. Komplett von null, muss man sich so vorstellen. Andere Programmiersprache, anderes System. Und die sieht zwar fast gleich aus, aber sie hat keine einzige Codezeile geteilt. Also es ist quasi alles doppelter Code. Ab da an galt dann quasi jede neue Funktion zweimal bauen, jeder Fehler, der gemeldet wird, zweimal fixen. 1370 Commits stecken allein in der Android-App und der Aufwand hat sich rückblickend aber auch total gelohnt. 2021 kam dann jede zweite Bewertung von einem Android-Device rein. Aber 2 Apps, eine Person und das alles an einem Feierabend. Also rückwirkend war das kein großer Ehrgeiz mehr. Das war einfach totaler Quatsch und unmöglich zu handeln. Und während ich abends jede Funktion doppelt gebaut habe, ist auf der anderen Seite was passiert, wo ich kaum hinterherkam. So die Community ist immer weiter gewachsen, ohne aber auf mein limitiertes Tempo Rücksicht zu nehmen. Erinnerst du dich an diese 364 Bewertungen aus dem ersten Jahr? So daraus wurden dann 4.000, dann 15.000, dann 27.000 pro Jahr. Am Anfang standen so Klassiker wie Botukal, Don Papa, Zacapa ganz oben in den Top-Listen. Und auf einmal kam dann Eldorado Rare Collection, alte Trinidad Rums, Fassstärke dazu. Also nicht nur mehr Leute, sondern man sieht in den Daten richtig, wie sich die Geschmäcker so mit verändert haben. Und das war kritischer Moment Nummer 1. Also quasi kein Absturz oder Explosion, aber eine ganz einfache Rechnung. Die Community ist viel schneller gewachsen, als ich alleine nach Feierabend irgendwie hinterherbauen kann. Also entweder finde ich jetzt einen Weg, wie ich das irgendwie in einer App hinkriege und die Codebasen zusammenführe, oder das ganze Projekt ist zum Scheitern verurteilt. Die Lösung hieß dann Flutter. Das ist eine Technologie von Google, wo man eine Codebasis auf iPhone und Android portieren kann. Der Haken dabei ist aber, ich musste alles nochmal neu bauen. Also quasi zum 3. Mal ein kompletter Rebuild. Und im Juli 2020 habe ich dann heimlich angefangen, abends die 2 alten Apps gepflegt, nachts und am Wochenende die neue Flutter-App gebaut. Irgendwann habe ich die Stunden in meinem Hauptjob reduziert, erst auf 75%, dann nochmals auf 50% runter. Und unterwegs habe ich dann auch dem Ganzen einen neuen Namen gegeben. Die alten Hasen wissen's, aus dem Rum Tasting Notes wurde dann RumX. Und dann kam 2022, Moment Nummer 2. Hier habe ich quasi alles auf eine Karte gesetzt. Und zwar in einer einzigen Woche, Ende Januar, steht da in meinem Codearchiv als Commit Abschaltung der iOS- und Android-App. Am 19. Januar der allerletzte Eintrag in der Android-App und nur 8 Tage später, am 27. der letzte in der iPhone-App. Und mittendrin, in genau der Woche, ging meine neue App an den Start, quasi in Version 1,0. Endlich diese eine einheitliche App für iPhone und Android gleichzeitig. 4.192 Commits aus beiden alten Apps in einer Woche quasi einfach abgeschaltet von mir selber. Ohne Weg zurück. Also das war wirklich ein crazy Moment. Das hat wehgetan. So, da steckt so viel Herzblut drin in den ganzen Codezeilen, diese ganzen Nächte, die ich mir um die Ohren gehauen habe. Aber rückblickend war das die beste Entscheidung der ganzen 8 Jahre. Also ohne diese Vereinheitlichung auf eine Codebasis gäbe es mit Sicherheit RumX, so wie es heute ist, überhaupt nicht. Und ein paar Monate später kam dann quasi der Schritt, vor dem ich am meisten Respekt hatte. Im Mai habe ich dann meinen Hauptjob gekündigt. Also festes Gehalt, sicherer, gut bezahlter Entwicklerjob, weg, weil mir war klar, so nebenbei kriege ich das alles überhaupt nicht mehr unter. So, ich wollte RumX so gut machen, wie es nur geht, mit voller Energie und ohne Ablenkung. Und wofür das alles? Im selben Jahr, in dem ich die beiden alten Apps beerdigt habe, hat die Community fast 50.000 Verkostungen geschrieben.
Und ganz oben standen dann auf einmal Caroni, Longpont, Hampton. So, die Geschmäcker, die sind quasi immer weiter gewandert, nur diese alte Technik eben nicht. Und genau deswegen musste ich diesen radikalen Schritt gehen. Und dann Moment Nummer 3, so wahrscheinlich der zeitkritischste von all den 3. Eine Sache habe ich nämlich von Anfang an schon immer gemacht. So RumX ganz nah an der Community gebaut. Ich mache ständig Umfragen, hole mir ständig Feedback ein. Und dabei kam total oft immer wieder raus, die meisten Leute nutzten damals Rum Tasting Notes oder auch RumX, bevor sie einen Rum kaufen. Und danach springen sie in Google und gucken dann, wo kann ich quasi den Rum günstig kaufen. Aber wenn die Leute quasi schon auf der Plattform sind zur Recherche, dann ist es ja total naheliegend, dort auch den Preisvergleich zu integrieren. Und 2023 kam dafür der richtig große Umbau, quasi das Kaufen direkt in der App. So ein Konto, ein Checkout für alle Shops. Bei jedem Kauf geht dann eine kleine Provision an RumX. Für den Preis ändert sich bei dir natürlich nichts. Nur so halte ich quasi als Ein-Mann-Laden die ganze Geschichte am Laufen. Und bei mir lag quasi die komplette Verantwortung so allein auf dem Schreibtisch. Und ich war damals so dem Druck auch einfach nicht gewachsen. Der Launchtag kam dann, die ersten Partnershops waren angebunden, alle wussten Bescheid, alle waren richtig heiß drauf und dann ist die Technik quasi im Warenkorb komplett abgeschmiert. So, die Leute, die kamen einfach nicht in den Checkout rein. Und ich stand daneben, konnte nur quasi zugucken und nichts machen. Da steht es dann auch hier in meinem Tagebuch oder in meinem Commit drin, schwarz auf weiß, Bezahlsystem deaktiviert. So einen Start wünscht sich keiner, schon gar nicht, wenn da Monate Arbeit drin stecken und auf beiden Seiten so viel Koordinierung drin waren und die Leute einfach da Vertrauen reingesteckt haben. Mein Glück, ich hatte für den Launch keine große Marketingkampagne oder so geplant gehabt, also konnte ich im Stillen den Feuerwehrmann spielen und in diversen Nachtschichten 4 Tage lang alles polischen und reparieren. Und 4 Tage später mit etwas Verspätung ging dann endlich das Feature, so wie es gehört, live und ohne Probleme. Und seitdem sind aus den ersten 3 Pilotjobs über 50 Shops aus ganz Europa geworden. Von der kleinen Raritätenboutique bis hin zum riesigen Händler. Und das ist der Sprung. Links das orangene Tagebuch, rechts RumX heute. Gleiche Idee, gleicher Typ. Inzwischen liegen 8 Jahre dazwischen und über 20.000 Codeanpassungen. So, damit sind wir jetzt im Hier und Jetzt. RumX besteht inzwischen aus fast 500.000 Codezeilen. Die App, die Website und dahinter fast 30 kleinere Dienste, so Preisvergleich, Bezahlsystem, Empfehlungsgenerierung. Und weißt du, was das Komische ist? Das ist jetzt wieder genau der gleiche Moment wie der erste, den ich dir vorhin erzählt habe. Damals 2 Apps, eine Person, heute die ganze Maschinerie hier und immer noch eine Person. Aber das Gefühl ist haargenau dasselbe. So RumX wächst mir über den Kopf schneller, als ich alleine hinterherkomme, nur eine Nummer größer. Bloß, dass die Lösung diesmal nicht heißt, alles wegwerfen und neu bauen, weil ich zum ersten Mal ernsthafte Hilfe habe. Seit ein paar Monaten baut nämlich auch die KI mit. Kein Zauberstab, aber so eine Art zweites Paar Programmierhände. Neue Funktionen zu bauen, ist damit viel einfacher geworden. Aber genau das ist auch genau die Gefahr, die viele dabei gar nicht sehen. Wenn du die KI einfach von alleine lässt, dann baut sie immer weiter drauf los. Noch ein Knopf, noch ein Filter, noch ein Screen und irgendwann ist die App voller Ballast. Und deshalb sieht meine Arbeit heute anders aus. Ich lege vorher fest, was gebaut wird und was RumX bewusst nicht können soll. Danach lasse ich den Code generieren, im Pair-Programming, lese mir alles Zeile für Zeile durch und nach 18.000 eigenen Einträgen weiß ich eigentlich ziemlich genau, wie sich RumX anfühlen muss. Was gut genug für RumX ist, entscheide ich. Und falls du jetzt denkst, mit KI geht nichts mehr schief, stimmt natürlich auch nicht so. Auch dieses Jahr saß ich wieder die eine oder andere Nacht dran und musste irgendwie eine Datenbankänderung zurückrollen, weil die KI dann eben doch halluziniert hat und ich übermüdet im Code-Review dann doch was übersehen habe. Passiert immer weniger, aber die Welt ist natürlich noch nicht perfekt. Damit sind wir wieder
bei der hier. Die RumX Community Awards gibt es jedes Jahr. Unter anderem wird das beste Singlecast gewählt. Rein aus euren Bewertungen, die ihr die letzten 12 Monate auf der Plattform abgegeben habt. Und gewonnen hat Ende letzten Jahres genau diese Flasche, die es ohne euch gar nicht gegeben hätte. Unser Koboldling mit Svelte Spirits. Und ja, ich weiß, wie das klingt. Die eigene Abfüllung gewinnt die eigenen Awards. Aber ja, genau das ist der Punkt. Nicht ich habe die ja gekürt, sondern eure Bewertungen haben die nach ganz oben geschoben. Also von der Community bewertet, für die Community abgefüllt. Überleg mal kurz. Im ersten Jahr waren wir 46 Leute mit 364 Verkostungen und heute füllt diese Community ihre eigene Flasche ab und macht sie dann noch selbst zur Besten des Jahres. Und genau darum geht es hier auf diesem Kanal. Ich grab dir aus den 300.000 Verkostungen und Bewertungen der Leute die Geschichten raus, die wirklich zählen. Zum Beispiel, welche Rums spalten die Leute am meisten? Was ist maßlos überbewertet? Wo sparst du richtig Geld? Und ganz nebenbei siehst du, wie ich RumX daraus weiterbaue. Du schaust also dabei nicht nur zu, sondern du sagst mir in den Kommentaren, was fehlt dir an RumX, was nervt dich. Das landet direkt auf meiner To-Do-Liste und du baust quasi am nächsten Kapitel von RumX mit. Wenn dich das packt, lass ein Abo da. Ich nehme dich jetzt mit auf die Reise. Nächste Woche geht es um die 2 Noten aus dem orangenen Foto hier, dem Don Papa und dem Botokal. Dieselbe Flasche und trotzdem für die einen der perfekte Einstieg, für die anderen längst durch. Denn es gibt nämlich nicht die eine Rum-Community, es gibt 2. Und nächste Woche findest du raus, zu welcher du gehörst. RumX selber ladst dir kostenlos runter. Link ist unten in der Beschreibung. Der erste Commit war am 21. April 2018. Der nächste kommt morgen früh. Schön, dass du da bist. Cheers!